bin, glaube ich, so im Alltag eigentlich eher so eine eher ruhigere Person. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie tauche ich dann einfach so ein bisschen auf und erwecke zum Leben. Und ja, ich glaube, es gibt mir einfach ultra viel Energie. Hi, ich bin Ele, aka Baby G. Ich wohne in Berlin und bin DJ und ich lege meistens House auf. Du hast in deiner Bio stehen Work-Life-Balance. Erklär uns, was das bedeutet. Das ist irgendwie ganz lustig. Ich habe das mal irgendwann auf einer Toilette entdeckt, diesen Spruch. Ich weiß nicht, irgendwo drauf getaggt und konnte mich ich glaube, es war sogar im Monarch, wo wir uns ja kennengelernt haben. Und konnte mich einfach so instant damit identifizieren, weil ich den Eindruck habe, dass mir so Work-Life-Balance, ich meine, Welcome to our generation, ziemlich wichtig ist, weil ich einfach eine busy Person bin, aber auch immer den Ausgleich brauche und schon auch gerne am Wochenende einfach gerne tanzen gehe. Und ja, ich kann leider nicht twerken, aber ich finde trotzdem, dass es irgendwie so ein bisschen beschreibt, wie mein Leben gerade so läuft. Was treibt dich an als DJ oder als DJ zu arbeiten? Ja, also zu arbeiten, ich finde, es klingt direkt so nach, als wäre es irgendwie so richtig harte Arbeit. Dabei ist es für mich tatsächlich immer noch Hobby, also DJ sein, weil das erstens nicht meine Haupteinnahmequelle ist und auch nicht meine Hauptbeschäftigung, sondern etwas, was ich neben meinem Studium und neben meiner Arbeit gerade mache und was mich auf jeden Fall sehr stark erfüllt. Und manchmal im Alltag vergesse ich, was mich eigentlich so antreibt, weil ich dann so in meinem anderen Flow bin, irgendwie studieren muss, arbeiten muss, Freundinnen treffe und einfach auch andere Interessen habe, neben Musik und DJ sein. Und dann, ich war jetzt dieses Wochenende auf dem Festival und es war auch von Friends organisiert, die halt selber auch im Kollektiv als Verein organisiert sind und es selbst aufgebaut haben. Es war alles super cute und familiär und man kannte auch viele Leute. Und da zu spielen und irgendwie die Crowd vor sich zu haben und einfach die eigene Musik vor diesen Menschen spielen zu können und sich irgendwie wie so eine organische Masse ab irgendeinem Moment bildet, weil man zusammen diese Musik genießt und erlebt, ist, glaube ich, so das, was mich dann immer antreibt. Also einfach dieser Moment, ja, einfach so da zu sein und meistens sind es dann ja so 2-3 Stunden und die verfliegen dann einfach wie im Nu und ich glaube, das ist so für mich immer so das Zeichen, dass ich das einfach so voll und ganz genossen habe und auch ich den Eindruck habe, dass ich total ich sein kann dabei. Jemand meinte am Wochenende, dass die Person hat mich zum ersten Mal auflegen gesehen und meinte, dass die Person ganz erstaunt war, dass ich sogar eine kleine Performance hingelegt habe und ich bin, glaube ich, so im Alltag eigentlich eher so eine eher ruhigere Person und ja, ich weiß nicht, irgendwie tauche ich dann einfach so ein bisschen auf und erwecke zum Leben und ja, ich glaube, es gibt mir einfach ultra viel Energie und ja, auch Selbstwertgefühl und hat auch irgendwie was sehr Sinnstiftendes neben so diesem ganzen, ja, so dieses so Studieren und Arbeiten etc. pp. Und ja. Klingt voll schön. Also klingt nach einem nicen Ausgleich. Wenn du so an deine Connections denkst, also vielleicht auch über das Kollektiv, aber generell oder als DJ, was sind für dich die wichtigsten Kontakte, die du aus der Musikszene kennengelernt hast und warum? Ich glaube, da könnte ich jetzt also gar nicht so beispielhaft einzelne Kontakte nennen, sondern eher so, wir hatten dieses Jahr unser Einjähriges mit dem Kollektiv und ich finde, wir haben dann auch eine Party veranstaltet, die eher so in der Off-Location war, wo dann auch nur Leute Bescheid wussten, die uns halt auch kennen und Teil unseres Netzwerks sind, unserer Community. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo ich dachte, krass, ein Jahr ist vorbei und da sind einfach so viele Menschen gewesen, die ich vor dem Jahr mit Excuse You einfach vorher nicht kannte, aber trotzdem irgendwie so lieben und wertschätzen gelernt habe. Und ich glaube, das war für mich so ein Moment, wo ich so dachte,
dass es einfach so wertvoll ist, all diese DJs, Künstlerinnen, Kollektive auf einem Fleck zu haben und zu sehen, dass man irgendwie gemeinsam diese Räume füllt und auch bespielt und auch gemeinsam da ist und ich mich auch immer wieder in den Räumen von diesen Kollektiven oder auf Veranstaltungen von anderen DJs oder Künstlerinnen sehe und das mir einfach irgendwie auch ein sehr familiäres und ja, so ein kollektives Gefühl gibt in dieser riesigen Stadt. Und ich glaube, so vor allem nach Corona ist es einfach so, jeder blüht einfach so auf und denkt sich so, finally. Und ja, das ist irgendwie sehr schön. Hinsichtlich deines DJ-Daseins, wenn du jetzt auch zurückblickst, du legst jetzt ja auch schon, ja doch schon eine Weile auf so. Wie verbesserst du dich als DJ? Und erzähl uns auch gerne, wie du beispielsweise ein Set vorbereitest, wenn es jetzt von einem Gig soweit ist, sich darauf vorzubereiten. Ja, wie verbessere ich mich? Also ich höre auf jeden Fall immer wieder Sets und schaue auch, dass ich mir immer wieder neue Künstlerinnen anschaue und versuche auch manchmal bei Hör oder so zu schauen, wie gemixt wird, aber es ist natürlich nicht so einfach, das einfach nur über die Kamera aufzusaugen. Und ich bin jetzt auch nicht eine Person, die so über YouTube mir irgendwelche Dinge aneignet. Was mir tatsächlich, also ich habe den Eindruck, dass es manchmal so Punkte gab, wo ich so ein bisschen stagniert bin und was mir dann immer geholfen hat, war es einfach, sich mit anderen DJs zusammenzutun und auszutauschen, weil es dann doch auch so ist, dass alle einen komplett anderen Ansatz haben, wie man mixen kann oder wie Musik ineinander gespielt werden kann und auch das Auflegen mit anderen DJs, mit denen ich vorher gar keinen Kontakt hatte, hat mir einfach gezeigt, wie es auch weiter, also ja, wie man aus dieser Stagnation auch rauskommen kann. Was immer noch so mein Bedürfnis ist, ist auch auf jeden Fall das Producen. Aber ich merke, dass ich einfach zu undiszipliniert bin, um da alleine dran zu sitzen. Und mein Zugang zu dem DJ-Sein war auch vor allem sehr einfach, weil ich mich mit anderen weiblichen DJs quasi zusammengetan habe. Und ich glaube, wenn ich produzieren will, muss ich Ähnliches angehen. So sich gegenseitig zu pushen, ja, um voll. reinzukommen. Und auch irgendwie Fragen stellen, also einen Raum zu haben, wo man Fragen stellen kann oder gemeinsam einfach auch diesen Fragen nachgehen kann und nicht so alleine hinterm Laptop, PC, MIDI-Keyboard sitzt und guckt, okay, wie geht es überhaupt? Und dabei gibt es ja so viele Leute, die das Knowledge schon haben. Und ich glaube, das ist auch so unser Ansatz. Wir versuchen jetzt mit Excuse You tatsächlich auch Producing-Workshops demnächst anzubieten, wo wir uns wahrscheinlich selber so reinsneaken. Genau, aber so nach einem Jahr merke ich schon auch, dass es mir so ein bisschen in den Fingern kitzelt, auch mal selber was zu machen. Dann wäre das so der nächste Step, den du eingehen würdest. Ja, das wäre so der... Ja, also entweder das oder mich mehr so in dieses ganze Plattengame einzuklinken. Aber das ist dann auch immer tatsächlich eine monetäre Frage, dass man einfach... Also ich habe auch einfach Lust, verschiedene Genres zu spielen und da ist einfach der USB-Stick und der CDJ einfach für mich gerade das bessere Tool, wobei ich einfach die Haptik von Platten schon auch sehr genieße und dann auch manchmal da dran bin und versuche mich da rein zu, ja, wie sagt man, mich so da rein zu begeben. Aber ich merke dann doch, dass ich einfach oft dann wieder zum digitalen Medium greife. Was auch, glaube ich, in Ordnung ist. Und wie ich mich vorbereite auf Sets, tatsächlich mache ich den Abend davor meistens nichts und muss mir den Abend so frei halten, bevor der Gig ist oder den Tag davor, weil ich schon auch relativ viel Ruhe brauche, bevor dann abends einfach ganz viel los sein wird. Und auch um mich so ein bisschen einzugrooven, was ist es eigentlich für ein Abend, wer könnte kommen und worauf habe ich eigentlich auch an dem Tag Lust. Oder auch in der Woche, also meistens muss ich gucken, wann ich überhaupt Zeit finde, so in meinem Alltag. Und es sieht dann meistens so aus, dass ich mit Kopfhörern den ganzen Abend einfach nur im Bett liege und mir verschiedene Sachen anhöre und gucke, worauf ich eigentlich Lust habe und dann oft auch beim Alten bleibe und vielleicht nur so 1, 2 neue Tracks finde und das mit dem Alten kombiniere oder
manchmal auch mich so die Motivation packt und ich mir irgendwas Neues ausdenke. Aber es steht und fällt mit so Zeit, Lust, Kapas, seelischem Zustand. Welche Herausforderungen hast du als DJ und auch im Kollektiv? Und wie stellst du dich den Herausforderungen, aber auch wenn es jetzt aufs Kollektiv betrachtet ist, wie stellt ihr euch den Herausforderungen? Okay, ich fange mal mit DJ an. Ja, als DJ, also für mich ist es auf jeden Fall schwierig, so diese Work-Life-Balance im Balance zu halten, weil einfach so Nachtleben und aber 9-to-5-Job einfach, also man muss schon einfach gut organisiert sein, glaube ich, und bei sich, um das einfach gut koordiniert zu bekommen. Und ich glaube, das ist so meine größte Herausforderung, weil ich beiden Sachen einfach gleich gerecht werden möchte. Weil einerseits ist es irgendwie so ein Job, der mir Spaß macht und der mich auf eine andere Art und Weise vor allem auch politisch erfüllt. Und dann aber so am Wochenende DJ sein, im Nachtleben aktiv sein, was halt auch ein anderer Zeitrhythmus ist. Und für mich irgendwie so das beides zu kombinieren, fällt mir mal leichter und mal schwerer. Ich glaube, das ist so meine größte Herausforderung. Und aber auch einfach so Teil einer, ich will es nicht Maschinerie nennen, aber es ist schon auch manchmal echt ein Abturner zu sehen, wo sich eigentlich gerade so diese ganze ursprüngliche Underground-Szene, die sie ja natürlich nicht mehr ist, hinbewegt hat und es einfach diese sehr neoliberale Seite gibt an dem ganzen DJ-Business und man sich so fragt, ob man eigentlich Teil des Ganzen ist, da irgendwie mit reinspielt. Und ich glaube, mich da so rauszuholen aus diesen Gedanken hilft mir dann, und da komme ich jetzt aufs Kollektiv, die Kollektivarbeit, weil wir schon auch einfach versuchen, gerade diese Räume zu bewahren in ihrem, also wir können nicht den Ursprung bewahren, weil wir sind ja auch nicht die Leute, die quasi aus dem Ursprung kommen, aber einfach zu schauen, dass Clubkulturräume einfach safer Spaces sind. Sie sind nie safe, aber einfach, dass es für jegliche Gruppen, vor allem für marginalisierte Gruppen, ein Raum ist, wo sie sich wohlfühlen, ausleben können und sie sein können, wer sie möchten. Und das versuchen wir halt vor allem, indem wir also nicht nur Partys machen, sondern einfach auch den politischen Aspekt betrachten. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Veranstaltungsreihe am Laufen, A to the Floor heißt die Reihe, wo wir die Vergangenheit von Clubkultur, den Ist-Zustand und die Zukunft betrachten in interdisziplinären Veranstaltungsprogrammen, dass wir Workshops geben, Performances organisieren. Es sind auch Panels geplant, dass wir die Partys so kuratieren, dass verschiedene Personen die Bühne betreten können. Und ja, ich glaube, das ist so das, womit wir versuchen, einerseits andere Räume zu schaffen, also weg von diesem Mainstream, aber ja, ich weiß nicht, also so trotzdem so authentisch dabei zu bleiben. Also ich glaube, es ist so dieser Mix aus beiden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe, aber es ist einfach immer die Balance offenbar für mich. Ja, aber das ist auf jeden Fall, finde ich mich immer wieder in meinem Kollektiv wieder und sehe da vor allem das Sinnstiftende als DJ auch in diesem Kollektiv zu sein. Ich glaube, nur DJ zu sein würde mir lange nicht das geben, was ich habe. Also es ist auf jeden Fall auch die Kombination mit dem Kollektiv, was auch meine Freundinnen sind, mit denen ich einfach sehr viel Zeit verbringe und wir uns auch total gut ausprobieren können, wie wir eigentlich zusammenarbeiten wollen, wie wollen wir Veranstaltungen machen, was sind eigentlich Clubkulturräume, die wir gerne betreten und auch andere Leute gerne betreten möchten. Und das halt immer in Zusammenarbeit auch mit anderen Kollektiven und zu sehen, dass einfach nicht wir die Einzigen sind mit der Vision, sondern viele Leute in Berlin diese Vision mittragen und gleichzeitig halt gegen all diese ganzen kapitalistischen Zwänge ankämpfen, wie Räume, die halt durch eine Autobahn verschwinden sollen oder halt insgesamt einfach, ja, Clubkultur oder Subkultur insgesamt
ja, halt nicht in diesen ganzen kapitalistischen Shit passen und zu sehen, dass einfach viele Leute auch noch diese politischen Absichten haben mit Musik. Und ich glaube, das ist so, ja, für mich das, was mich auch antreibt und weiterhin motiviert, dabei zu bleiben. Okay, dann habe ich noch die letzte Frage. Wo siehst du dich in 3 Jahren? Worauf möchtest du gerne zurückschauen? Ich hoffe, dass ich da noch eine Wohnung in Berlin habe und dann noch hier bin. Ja, und hoffentlich noch das Kollektiv habe. Also es gibt mir einfach gerade richtig viel, dieses Kollektiv zu haben. Es ist irgendwie, ja, neben Arbeit und all dem anderen Kram einfach so ein fester Bestandteil meines Lebens geworden. Also wir treffen uns auch wöchentlich, die Personen, die mit mir im Kollektiv sind. Wir telefonieren ständig, also sind im ständigen Kontakt und es ploppen halt immer wieder Ideen auf. Heißt, dieses Projekt ist einfach sehr dynamisch und es passiert einfach die ganze Zeit sehr viel. Und ich hoffe einfach, dass, also wir wollen jetzt nicht irgendwie hoch hinaus oder irgendwo ganz bestimmt hin, aber ich glaube, wir wären alle froh, wenn wir dann noch da sind.